Was ist Avalanche und was macht AVAX so interessant für uns? Damit du das volle Potenzial von Avalanche erkennst, schau das Video also am besten bis zum Ende an. Den aktuellen Themenabschnitt blende ich dir wie immer oben mit ein. Wenn dir meine Videos einen Mehrwert bieten, dann teile das Video mit deinen Freunden und Bekannten und lass uns gemeinsam noch mehr Menschen helfen, Krypto zu verstehen. Über Patreon kannst du meine Arbeit unterstützen. Das sind alles, wie immer, meine eigenen Recherchen, keine finanzielle Beratung. Avalanche ist eine von Avalabs entwickelte Smart Contract Plattform, welche dezentrale Anwendungen insbesondere für Finanzdienstleistungen im DeFi-Bereich unterstützen möchte. AVAX nennt sich der systemeigene Utility Token der Avalanche Plattform. Das Mainnet ging dazu September 2020 an den Start. Zum Zeitpunkt des Videos ist Avalanche auf Rang 10 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden Euro. Welches Problem möchte jetzt Avalanche lösen? Avalanche konzentriert sich insbesondere auf den Bereich Skalierbarkeit innerhalb des bekannten Blockchain-Trilemmas. Die steigende Massenadaption und die Akzeptanz im dezentralen Finanzsektor führt dazu, dass immer mehr Transaktionen getätigt werden. Das wachsende Volumen an Transaktionen lastet die einzelnen Netzwerke immer mehr aus. Ein Netzwerk muss eine bestimmte Anzahl an Transaktionen jetzt schon und auch für die Zukunft gewährleisten können. Die Fähigkeit, mit dieser steigenden Nutzung die Netzwerkkapazitäten unter Wahrung der Sicherheit erweitern zu können, das ist es, was wir unter Skalierbarkeit verstehen. Skalierbarkeit ist also eine aktuell dringend zu lösende Herausforderung für uns. Ein damit eng verbundenes Problem stellen eben die hohen Gebühren für Transaktionen anderer Plattformen wie Ethereum oder Bitcoin dar. Aufgrund der begrenzten Blockkapazität müssen die Nutzer sich die schnellere Bearbeitung ihrer Transaktionen wie in einem Battle erkaufen. Die Konsequenz war, dass die Transaktionskosten bei Bitcoin schon in der Vergangenheit so manches Mal unbequem hoch wurden. Aus dieser Not eben nahmen daraufhin Skalierungsideen wie Segwit oder das Lightning-Netzwerk ihre Ursprünge. Und auch das Thema der Interoperabilität, sprich dem reibungslosen Austausch zwischen zwei dezentralen Netzwerken untereinander, möchte Avalanche angehen. Wie möchte Avalanche nun jetzt diese Probleme lösen? Avalanche möchte, ähnlich wie Ethereum, Solana, Polkadot, eine Dachplattform für andere Projekte anbieten. Die Plattform möchte schnellste Smart Contract Plattform für DApps werden, welche zugleich noch möglichst umweltfreundlich, kostengünstig, sicher und dezentral sein soll. Laut Avalabs benötigt eine Transaktion standardmäßig nur weniger als 2 Sekunden. Stolze 4500 Transaktionen pro Sekunde kann das Netzwerk im Schnitt verarbeiten. Das ist in etwa 2- bis 3-mal so viel wie Visa verarbeiten kann. Langfristig sollen sogar Geschwindigkeiten bis zu 20.000 pro Sekunde angestrebt werden. Eine Übersichtstabelle habe ich dir eben mal eingeblendet. Das Bitcoin-Netzwerk kann derzeit nur 7 Transaktionen pro Sekunde durchführen, Ethereum 14 und Polkadot 1500. Um diesen Standard auch bei steigender Nutzung zu meistern, hat sich Avalanche eine Multi-Chain, also eine Multikettenlösung, ausgedacht. Die Netzwerkarchitektur von Avalanche baut auf 3 interoperablen Blockchains auf, die Ketten X, C und P. Alle 3 Ketten sind auf ihre einzelnen Aufgaben spezialisiert, sodass jede Kette eigentlich das macht, was sie am besten kann. Wir schauen uns die Ketten mal an. Die erste Kette X steht für die Exchange-Kette. Die Kette ist Instanz der Avalanche Virtual Machine, kurz AVM. Auf dieser Kette können alle möglichen Vermögenswerte wie NFTs, Aktien und Wertgegenstände gegen eine Gebühr erstellt und untereinander ausgetauscht werden. Die Transaktionsgebühren, die durch das Handeln entstehen, können mit AVAX bezahlt werden. Die Kette verfügt über einen direkten Anschluss zu angeschlossenen Subnetzen, wodurch sich die Objekte untereinander handeln lassen. Zu den Subnetzen komme ich noch gleich. In dem Schaubild erkennst du, dass die Blöcke von Kette X nicht hintereinander angeordnet sind. Mehrere Transaktionen können hier also zeitgleich verarbeitet werden, wodurch die Verarbeitungszeit schneller wird. Die Blockchain entspricht daher vielmehr einem Directed Acyclic Graph oder kurz DAG, wie du es zum Beispiel auch von IOTA oder Hedera Hashgraph kennst. Die zweite Kette C steht für die Abkürzung Contract Chain. Die C-Kette ist EVM-kompatibel und erfüllt daher für die Interoperabilität mit Ethereum eine wichtige Funktion. Entwickler können hier ihre Smart Contracts für die DApps ausführen. Dazu können zum Beispiel die Projekte von Ethereum auf Avalanche importiert werden, um dort dann das schnelle und kostengünstige Netzwerk zu nutzen, wenn Ethereum mal wieder überlastet und zu teuer ist.
Die Gebühren, die dann anfallen, würden in AVAX bezahlt werden. Alternativ können die Ethereum-Entwickler auch vollständig mit ihren Projekten auf Avalanche wechseln. Über die Avalanche Bridge können die Nutzer grundsätzlich Ethereum und ERC20 Tokens leicht von Ethereum auf die C-Kette und andersherum transferieren. Letzte und dritte Kette, die P-Kette. P steht dabei für Plattform. Hier können Kunden also ihre eigenen neuen Blockchains, sogenannte Subnetze, anlegen. Subnetze können nach ihren eigenen Regeln erstellt werden. Das heißt, genehmigungsfrei mit eingeschränkter Genehmigung oder Konsensus wie Proof of Work, Proof of Stake und so weiter. Auf den Subnetzen können also wiederum dann Validatoren hinzugefügt werden, die für die Validierung von Transaktionen auf der jeweiligen Kundenkette verantwortlich sind. Somit kann sich bedarfsweise die gesamte Skalierbarkeit von Avalanche erhöhen. Über die P-Chain werden dann all die angeschlossenen Subnetze verwaltet und die Validatoren koordiniert. Damit diese Verwaltung und Koordination reibungslos verläuft, müssen die Subnetzmitglieder auch immer Teilnehmer des primären Netzwerks von Avalanche sein. Voraussetzung dafür ist ein aktuelles Minimum an 2000 gestakten AVAX-Tokens. Mehr zum Thema Konsensus folgt dann auch noch im Abschnitt Technologie. Welche Projekte und Partner konnte Avalanche jetzt bisher gewinnen? Innerhalb von 2 Jahren konnten sich bereits ein großes Ökosystem mit aktuell 186 Projekten und Anwendungen, insbesondere aus dem DeFi- und NFT-Bereich, herauskristallisieren. Eine Übersicht habe ich dir hier eingeblendet. Um hier jetzt einfach mal ein paar der bekanntesten Namen von Projekten zu nennen, die auf Avalanche bauen und mit Avalanche kooperieren. Aus dem DeFi-Bereich folgende Kooperationen, zum Beispiel die beliebte dezentrale Lending-Plattform Aave, die wiederum auf Ethereum basiert. Dann das bekannte dezentrale Oracle-Netzwerk Chainlink, Metamask als Wallet-Anbieter, die dezentrale Handelsplattform Trader Anchor, ein Blockchain-übergreifendes Cloud-Computing-Netzwerk, und zum Beispiel aus dem NFT-Bereich Tops NFT. Das ist eine Plattform, die digitale Spielerkarten aus der Sportwelt anbietet. Als nächstes kommen wir zu ein paar strategischen Enterprise-Partnerschaften. Im November 2021 kam es jüngst zu einer Partnerschaft mit einem der Big Four, der großen Wirtschaftsprüfer Deloitte. Deloitte entwickelte im Rahmen der Zusammenarbeit eine cloudbasierte Plattform Close as you go, über die Behörden in Katastrophenfällen Hilfe bei der US Federal Emergency Management Agency beantragen können. Die Avalanche Blockchain stellte die nötigen Ressourcen, um diese Rückerstattungen schneller und effizienter abzuwickeln. Auch Circle, das Unternehmen, das den USDC herausgibt, hat im Dezember 2021 announced, den Stablecoin auf Avalanche zu integrieren, um die DeFi-Adaption zu beschleunigen. Unterstützt wird der USDC dabei über die Contract Chain. Und auch kürzlich unterstützt BitGo das Avalanche-Netzwerk. BitGo, letztes Jahr von Galaxy Digital erworben, zählt zu den weltweit größten Depot- und Finanzdienstleistern digitaler Vermögenswerte. Klienten von BitGo wiederum, also wie zum Beispiel Exchanges wie BitBuy und Bitstamp, wird es nun möglich, wiederum ihren Kunden AVAX-Tokens anzubieten. Auch Mastercard hat sein Interesse Ende 2021 bekundet. Avalabs wurde ausgewählt, um an einem Programm von Mastercard, dem StartPath Crypto, mitzuwirken. Das Programm widmet sich der Förderung der Blockchain-Technologie und möchte Innovationen rund um Krypto vorantreiben. Kommen wir als nächstes zu den Tokenomics. AVAX-Token ist der systemeigene Utility-Token von Avalanche und entspricht ähnlich dem ETH im Ethereum-Netzwerk. AVAX wird also dann verwendet, um zum Beispiel Netzwerkgebühren bei Transaktionen zu bezahlen. Neben seiner Funktion als internes Zahlungsmittel sichert er außerdem als Staking- und Reward-Token das Netzwerk ab. AVAX stellt als Rechnungseinheit die gemeinsame Basis zwischen den einzelnen Subnetzwerken dar. Insgesamt ist die maximale Anzahl von AVAX-Tokens auf 720 Millionen begrenzt. Das heißt, ähnlich wie Bitcoin verhält sich der Token nicht inflationär, sondern deflationär. Das heißt, wie auch bei Bitcoin wird es einfach nicht mehr als diese Tokens jemals geben. Wenn Gebühren anfallen, dann werden jedes Mal alle dafür fälligen AVAX-Tokens verbrannt. Somit wird es immer weniger AVAX-Tokens als Angebot geben. Mit dem ersten Block, dem Genesis-Block, wurde die Hälfte dieser 720 Millionen Tokens bereits in Umlauf gebracht.
Die andere Hälfte, die 360 Millionen, wird einer wie im White Paper beschriebenen Kurve kontinuierlich ausgeschüttet, also emittiert. Diese kontinuierliche Emission soll für den nötigen Ausgleich sorgen, damit nicht zu schnell alle Tokens verbrannt werden. Im Unterschied zu Bitcoin kann diese Freisetzungsrate der gelockten Tokens per Zustimmung der Gemeinschaft verändert werden. Wie könnte sich jetzt das Tokenverhalten auf den Preis von AVAX auswirken? Zum Stand des Videos befinden sich laut Explorer rund 268 Millionen im Umlauf. Das heißt, dass derzeit nur diese Menge auf dem Markt frei erhältlich ist. Die derzeitige Gesamtversorgung liegt bei rund 395 Millionen Tokens. Durch den Burning-Mechanismus werden wir langfristig eine sinkende Menge an Coins zur Verfügung haben. Über 1,3 Millionen AVAX sind aktuell bereits geburnt. Die Geschwindigkeit, wie schnell diese restlichen 360 Millionen der 720 Millionen Tokens auf den Markt kommen, wird neben der Burning-Rate zum Beispiel beeinflusst, wie viel und wie lange gerade gestaked wird, oder auch eben Parameter wie die Betriebszeit von Nodes sind mit ausschlaggebend. Anhand dieser Kurve siehst du einmal eine theoretische Modellkalkulation für die ersten 20 und einmal für 100 Jahre nach dem Genesis-Block. Wir nehmen jetzt mal die 20-Jahres-Kurve der beiden Kurven. Da siehst du 3 Linien. Die blaue Linie repräsentiert die Geschwindigkeit der Freisetzung, wenn 50% der AVAX-Tokens im System gestaked werden würden. Die rote Linie steht für 100% gestakte AVAX-Tokens und orange spiegelt die ungefähre Emission der Bitcoins wider. Du siehst jetzt hier, dass die blaue Kurve viel langsamer bis zur Totalmenge benötigt als die rote Kurve. Das heißt, je mehr im System gestaked wird, desto schneller werden neue Tokens zum Ausgleich ausgeschwemmt. Aktuell sind ca. 55% gestaked. Wären jetzt rein theoretisch alle Tokens, also 100% im System gestaked, dann siehst du, dass die rote Kurve sich der Emissionskurve von Bitcoin angleicht. Dieses maximale Angebot an Tokens über Bitcoin ist insbesondere aus Investorensicht ziemlich spannend, finde ich. Denn AVAX könnte dadurch sehr interessant werden zu halten. Je mehr staken, desto mehr wird an neuen Tokens freigesetzt werden. Wenn mehr neue Nutzer dazukommen, könnte das den Tokenkurs wiederum schneller in die Höhe treiben, als an neuem Angebot freigesetzt wird. Hohe Nachfrage bei wenig Angebot treibt den Preis. Zum Stand des Videos im April 2022 beträgt AVAX rund 77 Euro. Das Marktvolumen beträgt rund 20 Milliarden Euro. Sein Allzeithoch erreichte Avalanche im November 2021 mit rund 134 Euro. Würde jetzt AVAX theoretisch das Marktvolumen von Solana mit derzeit rund 30 Milliarden Euro erreichen, so wäre der Preis für AVAX bei $135. Das wäre ein mal 1,6. Würde AVAX nur das Marktvolumen von Ethereum mit derzeit rund 344 Milliarden Euro erreichen, so wäre der Preis für AVAX bei rund $1.400. Das wäre ein mal 17 in etwa. Wie kannst du AVAX jetzt kaufen und aufbewahren? Du kannst den AVAX-Token mittlerweile an über 70 Börsen, darunter auch Exchanges wie Binance, Coinbase oder Crypto.com zu den üblichen Handelspaaren erwerben. Einmal erworben, kannst du deine Tokens zum Beispiel auf dem mobilen Trust Wallet aufbewahren. Über Hardware-Wallet-Anbieter wie dem Ledger kannst du deine AVAX-Tokens empfangen, senden und übrigens auch staken. Ein Minimum von 25 AVAX ist derzeit erforderlich, um deine Coins delegieren, staken zu lassen. Auch Avalanche bietet über das Non-Custodial Avalanche Wallet eine Möglichkeit der Aufbewahrung von AVAX an. Non-Custodial bedeutet in diesem Fall, dass du zwar die Verantwortung, jedoch dafür die volle Kontrolle über deine Private Keys erhältst. Gehen wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Technologie, auf den Konsensusmechanismus ein. Avalanche verwendet 2 Konsensusprotokolle. Die X-Kette nimmt das Open Source Avalanche Konsensusprotokoll. Die Contract- und Plattformketten verwenden für ihre Ausführungen das sogenannte Snowman-Konsensusprotokoll, welches wiederum vom Avalanche-Konsensusprotokoll unterstützt wird. Wer validiert jetzt die Transaktion im Netzwerk und wie ist das dezentrale Netzwerk abgesichert? Über einen Proof-of-Stake-Mechanismus ist das primäre Netzwerk abgesichert. Alle Validatoren, also auch die der Subnetze, müssen Teilnehmer im primären Netzwerk sein. Für ihre Arbeit der Netzwerksicherung und Validierung werden die Validatoren mittels Rewards in Form von AVAX-Tokens entlohnt.
Ob Staking oder Delegieren Staken, die entsprechende Menge an AVAX kann für mindestens 2 Wochen bis maximal 1 Jahr gestaked werden. Der Ablauf einer Zustimmung erfolgt dabei mittels eines weiterentwickelten BFT-Verfahrens, in der eine Gruppe von zufällig ausgewählten Validatoren die Transaktionen prüfen muss. Je mehr Tokens ein Validator staked, desto wahrscheinlicher kann er ausgewählt werden. Erst dann, wenn die Mehrheit der Validatoren sich einig sind, werden die Transaktionen in der Warteschlange durchgewunken. Transaktionen, wo sich keine Mehrheit zunächst bildet, wird in weiteren Runden dann so lange durch andere Validatoren geprüft, bis dann doch eine Mehrheit erreicht wird. Wird eine Transaktion trotz vieler Prüfungen als fehlerhaft eingestuft, wird sie abgelehnt. Auch Algorand oder Stellar verwenden übrigens BFT-Varianten im Konsensus. Was BFT bedeutet, schau dir dazu auch gern nochmal meine anderen Videos zu Stellar und Algo an. In Bezug zur Dezentralität vergleicht sich Avalanche hier wieder im Schaubild mit Ethereum und Polkadot, indem die Anzahl der Nodes bereits jetzt schon laut eigener Angaben mehrere tausend betragen soll. Im Avascan Explorer sind zum Zeitpunkt des Videos bereits über 1300 Validatoren aktiv. Wer steckt hinter Avalanche? Hinter Avalanche steckt das 2018 gegründete US-ansässige Unternehmen Avalabs. Das Team von Avalabs verfügt über erstklassige Erfahrungswerte aus weltweit führenden Finanz-, Blockchain- und Technologieunternehmen. Wie du hier eingeblendet siehst, gehören da Unternehmen dazu wie Google, Microsoft, Blockchain.com oder die NASA. Picken wir uns stellvertretend einen der 3 Gründer von Avalabs heraus, die gemeinsam das Konsensusprotokoll entwickelten. Und zwar in diesem Fall den CEO Emin Gün Sirer. Sirer beteiligte sich bereits in den frühen 2000ern an der Entwicklung von Peer-to-Peer-Netzwerken und zählt mit zu den bekanntesten Pionieren in der Kryptowelt. Gedanken aus der Entstehungszeit von Bitcoin haben das Konzept von Avalanche also bereits mitgeprägt, auch wenn Avalanche eben erst viel später entstanden ist. Als studierter Informatiker arbeitete er als Professor an der Cornell-Universität. Seine Forschungsarbeiten zu Bitcoin und Ethereum werden hoch angeschätzt. Wie wird Avalanche finanziert? Kurz vor Start des Mainnets, September 2020, wurden dafür in einem öffentlichen ICO Ende Juli stolze 42 Millionen Dollar dafür eingesammelt. Schlagzeilen machte dieser Sales damals, weil er angeblich innerhalb von 5 Stunden bereits ausverkauft war. Dem Public Sale ging ein privater Token Sale mit Einnahmen von 12 Millionen Dollar voraus. Weiterhin wird das Projekt mit Hilfe der Avalanche Foundation finanziell wie organisatorisch unterstützt. In einer letzten größeren Finanzspritze von 2021 wurden in einem Private Sale weitere rund 230 Millionen Dollar durch große Investmentgesellschaften gegen AVAX-Tokens eingesammelt. Mein persönliches Fazit zu Avalanche: Folgende Stichpunkte sprechen zunächst für Avalanche. Erstens, anhand des Marktvolumens eben aktuell unter den Top 10 und damit ist Avalanche eines der größten DeFi-Plattformen. Zweitens, die gelungene Lösung von Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Transaktionsgebühren durch die Kombination von 3 Blockchains und einem Proof-of-Stake-Mechanismus. Drittens, wir haben hier einen bekannten Krypto-Pionier Sirer als CEO, der das Avalanche-Protokoll aus seinen Forschungen zu Bitcoin heraus entwickelt hat. Viertens, die Interoperabilität zu Ethereum mittels EVM-Kompatibilität und Avalanche Bridge. Zukünftig sollen weitere virtuelle Maschinen folgen, um den Austausch auch zu anderen Plattformen herzustellen. Fünftens, Partner wie Deloitte und das Mastercard-Programm sind dabei, die die Akzeptanz fördern könnten. Und sechstens, wir haben einen starken finanziellen Push zuletzt 2021 erlebt, eben durch Geldgeber wie Polychain und Three Arrows Capital. Folgende Punkte könnten jetzt möglicherweise gegen Avalanche sprechen. Das ist zunächst erstens, das Mainnet ging eben erst 2020 live. Dadurch gibt es keine vergleichbare Story wie zum Beispiel bei Ethereum. Dann zweitens fehlen insbesondere noch Partnerschaften aus dem universitären und institutionellen Bereich, weitere Banken, Organisationen, Universitäten und so weiter, die die Akzeptanz Richtung auch Regulierung vorantreiben könnten. Dann zu guter Letzt, wir haben starke, bereits etablierte ähnliche Plattformen wie zum Beispiel eben Ethereum genannt, Cardano, Solana, Polkadot oder Algorand. Zu Ethereum dazu noch eine kurze Anmerkung. Nach wie vor hat Ethereum eine Vormachtstellung. Dennoch würde ich Avalanche deswegen nicht als Ethereum-Killer bezeichnen.
Vielmehr möchte das Avalanche-Team, welches seine ersten Kryptoerfahrungen eben auch mit Ethereum gemacht hat, das Netzwerk ergänzen. Als ich mich so mit Avalanche beschäftigt hatte, enthielt für mich das Netzwerk viele Überschneidungen zu Bitcoin, Algorand und weiteren Plattformen. Das Team hinter Avalanche scheint sich bewusst zu sein, dass einige DeFi-Protokolle gut untersucht sind, jedoch eines Tages an ihre Grenzen stoßen werden, wenn es um die Massenadaption geht. Sollte es gelingen, diese Grenzen durch ein neuartiges Protokoll eines Tages zu durchbrechen, erreichen wir selbst im schnelllebigen Zeitalter von Krypto eine neue Ära. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, wie immer kommentiere einfach unter dem Video drunter. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über ein Like von dir freuen oder einen Kommentar. Wenn du noch mehr über spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dir zum Beispiel auch noch weitere Videos von mir an, wie zum Beispiel Algorand. Eben da geht es auch um den Use Case, DeFi und um die Zukunft der Finanzwelt. Folge mir auch gerne über Twitter. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du wieder mal mit dabei bist. Ich bin mit Krypto von Kryptos fasziniert und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.